die finanzielle Krise der Lahnsteinbank. Hat es nie gegeben. Er hat sie erfunden. Ganz ehrlich, wenn du nicht so moralisch wärst, wärst du jetzt Chef und wir müssten uns nicht mit Ansgar rumschlagen. Also wenn du nicht unbedingt beweisen willst, wie wär's mit einer Runde Puck? Ich habe die Kaution und mein Auto verloren. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mich gar nicht erst auf dieses beknackte Spiel eingelassen. Du hast das ganze Essen aufgegessen. Es tut mir leid, du. Durch die Schwangerschaft, ich habe einfach die Kontrolle verloren. Deine Gäste. Okay, weißt du was? Ich mach die Tür einfach auf und sag das Essen komplett ab. Nein, nein, das machst du nicht. Wir haben Charlies Wein nicht geklaut, um jetzt aufzugeben. Hier. Du nimmst den Champagner und die Gläser. Ich mach schon. Oh, nein, Mama. Schau mal. Okay, die schöne Decke. Hol mal dein Zauberputzzeug aus dem Bad. Ja. Los, beeil dich. Ja. Okay, und was ist jetzt nochmal der verdammte Plan? Hm? Improvisation. Meine Mutter darf von diesem illegalen Abendessen nichts mitbekommen. Den Gästen können wir nicht absagen. Wir sind hochverschuldet. Und dann haben wir noch den Wein von Frau Schall. Okay, ich hab's gecheckt, aber was zur Hölle soll ich tun? Hm? Okay, pass auf. Du begrüßt jetzt deine Gäste und mir gibst du eine halbe Stunde. Ich setze meine Mutter außer Gefecht, ja? Ja, und selbst wenn dein bekloppter Plan funktioniert, was setze ich denn meinen Gästen vor? Deine Mutter hat den kompletten Hauptgang weggefuttert wie ein ausgehungertes Wildschwein. Du bist der Koch. Dir wird was Das einfallen. ist nicht dein verdammter... Herzlich willkommen. Sie können Ihre Mäntel direkt anlassen, denn den Aperitif gibt's woanders. Ja. Sag mal, und wer war das jetzt an der Tür? Das war nur ein Kumpel von Emilio. Hast du Lust auf eine Massage? Aber der Fleck? Ja, da habe ich schon Salz drauf gekippt. Das soll ja runterwirken. Willst du noch eine Karte? Danke, ich bin wunschlos glücklich. Ich gehe mit und erhöhe um meinen Mustang. Ich will sehen. Strange Flash. Tut mir ja wirklich leid, Süße, aber es muss jetzt leider sein. Ich hab dich auf der Baustelle verpasst. Andi, warte, ich hab noch was für dich. Hier. Es tat mir so leid, dass du beim Pokern deinen Mustang verloren hast. Ich habe ihn für dich zurückgewonnen. Er gehört wieder dir. Moment mal. Was ist das denn? Der Reifen ist ja platt. Ja, tatsächlich. Andi? Sebastian, da bist du ja endlich. Hast du mir etwa aufgenommen? Wie geht's dir? Spielt jetzt keine Rolle. Hast du was über Ansgar rausgekriegt? Hat er die Bankenkrise tatsächlich inszeniert? Elisabeth hat mir, was die Firma angeht, striktes Redeverbot erteilt. Das gilt für das Zimmer, aber wir sind jetzt auf dem Flur, also los, rede. Oh, entschuldigen. Hendrik, jetzt
sag mir bitte, dass du gute Neuigkeiten hast. Ansgar, was willst du? Ich bin auch schon mal freundlicher begrüßt worden. Du bist mein neuer Chef und wirst dich vermutlich dementsprechend aufführen. Also bringen wir es hinter uns. Ich wollte dir gratulieren. Die Modenschau war ein voller Erfolg. Du hast mir bereits gratuliert. Also, was willst du wirklich? Ich spiele mit dem Gedanken, das Budget von LCL zu erhöhen. Ja, was soll denn das heißen? Wo ist das Geld jetzt hin? Nein, danke, danke. Hendrik, aber bitte bleib dran an der Sache, ja? Wer war das? Um was für Gelder geht es? Sebastian, ich weiß, du willst mich schonen, aber ich möchte wissen... Eine Scheiße! Clarissa hatte die ganze Zeit recht. Er hatte Konten auf den Caymans. Aber er hat sie natürlich sofort aufgelöst, als Clarissa ihre Anschuldigungen gegen ihn vorgebracht hat. Können wir was beweisen? Nein, natürlich können wir nichts beweisen. Er hat seine Spuren verwischt. Das heißt, wir können diese Transaktionen weder belegen, noch können wir sie nachverfolgen. Er hat uns die ganze Zeit verarscht. Er hat die Firma ruiniert. Und ich habe ihm vertraut. Du willst, dass ich dir vertraue? Mach dich nicht lächerlich. LCL ist ein lukrativer Geschäftszweig, in den ich mehr investieren möchte, um ihn noch lukrativer zu machen. Ganz einfache Rechenaufgabe. Kannst selbst du lösen. Also, erzählst du mir mehr von deinen Plänen? Ich möchte schließlich wissen, in was ich mein Geld stecke. Und ich setze ihn auch noch als meinen Nachfolger ein. Wir müssen mehr darüber herausfinden. Vielleicht hat Ansgar einen Fehler gemacht. Und dann gibt es noch die 6-monatige Probezeit. Ich kann ihn rausschmeißen. So lange dauert das nicht. Wenn ich Beweise finde, dann wandert er in den Knast. So. Der Aperitif. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind bei meinem ersten Dinnerclub, dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden. Noch habe ich nicht zu essen gesehen. Sie fragen sich sicherlich, warum wir den Aperitif hier draußen zu uns nehmen. Du wunderst dich bestimmt, warum ich dir die Massage hier verpasse. Nee, ich wundere mich, warum du mir überhaupt eine Massage verpasst. Papa hat mich gezwungen. Ja. Solange ich mich um den Oberschenkelhalsbruch meiner Schwester kümmere, kümmerst du dich um die Füße deiner Mutter. Ich glaube, dass jedes Essen eine Geschichte erzählt über den, der es zubereitet. Über den Koch. Und deshalb... Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, einen Teil meiner Geschichte erleben zu lassen. Damit Sie mein Essen besser verstehen und vor allem genießen können. Bevor ich nach Deutschland kam und meine bezaubernde Frau kennengelernt habe, habe ich jahrelang auf den Straßen Südamerikas verbracht. Und alles, was ich dort erfahren und erlebt habe, fließt noch heute in meine Arbeit ein. Und deshalb beginnt der Abend dort, wo ich herkomme. Auf der Straße. Was wird das jetzt? Die perfekte Entspannung. Vogelgezwitscher? Lerchen.
Nach dieser Ansprache bin ich wirklich gespannt auf Ihr Dinner. Ich auch. Ich auch. Die Kunden reißen sich um die Kollektion. Was wohl hauptsächlich an Clarissas Abgang und dem damit verbundenen Medienecho liegen dürfte. Ja, du hast recht, für den Verkauf war ihr theatralischer Abgang natürlich Gold wert. Aber weißt du, die Qualität der Kollektion spricht für sich. Rebecca hat einen unglaublichen Spürsinn für den nächsten Trend entwickelt. Sie hat Moodboards gemacht. Warte, die zeige ich dir. Warte mal, Tanja. Was hältst du davon, wenn wir uns das mal in Ruhe anschauen? Jetzt? Nein, bei einem Essen. Ich bestelle uns einen Tisch. Okay. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Zu freundlich. Er wird mein Budget erhöhen. Und soll ich dir mal sagen, wo dieses Geld herkommt? Clarissa hatte recht. Ansgar hatte Konten auf den Cayman Islands. Tanja, so wie es aussieht, hat es diese Krise nie gegeben. Er hat das alles nur erfunden, um uns einen nach dem anderen loszuwerden, jede Sparte loszuwerden, um sich selbst auf den Thron zu setzen. Und letztendlich macht mein Vater ihn auch noch zum Nachfolger. Verstehst du, das war von lange an geplant. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ich glaube das immer noch nicht, ja? Sein eigenes Auto kaputt machen, geht's noch? Da hab ich doch auch nicht gewusst, dass das jetzt wieder mein Auto ist. Oh, du bist ja echt ein super Verlierer. Wem habe ich diesen ganzen Mist denn überhaupt zu verdanken? Also hör mal zu, wenn man seinen Mustang beim Pokern setzt, dann ist das ja wohl nicht meine Schuld. Ach, es ist nicht deine Schuld. Wenn es nicht deine Schuld ist, warum hast du ihn dann für mich zurückgewonnen? Du hast ihn doch zurückgewonnen, oder bist du mit ihm dafür? Ja, genau. Ich bin mit Tristan dafür in die Kiste gestiegen. Oh, Mann, natürlich nicht. Hier, du hast den Wagen gewonnen. Er gehört dir. Andi, komm zurück, das ist doch total bekloppt. Ich verstehe das einfach nicht. Wir haben diese Bilanzen so oft gecheckt, immer und immer wieder. Wir haben aber nichts gefunden, nichts. Ja, da war die offensichtlich nicht gründlich genug. Ansgar hat uns um unser gesamtes Vermögen Ja, geprellt. Sebastian, das ist tragisch. Ansgar hat das Geld der Bank zur Seite geschafft und einen Finanzbericht gefälscht, der eine Krise beweist, die nie existiert hat. Deine Immobiliensparte hätte sie nicht verkaufen müssen und das Gremium hätte sich niemals aufgelöst. Er hat einen riesen Coup gelandet und nebenbei seine Komplizin entsorgt. Clarissas Wissen wäre jetzt Gold wert. Ich werde Detektive Ach, engagieren und... Quatsch. Clarissa ist doch viel zu schlau, um Spuren zu hinterlassen. Und selbst wenn du sie finden würdest. Deswegen hätten wir keine Beweise gegen Ansgar. Ansgar teilt nicht gerne, aber dass er dafür in Kauf nimmt, als unfähiger Investor dazustehen, Respekt. Du bewunderst ihn auch noch dafür? Naja, sieh mal, wo er steht im Gegensatz zu dir. Aber nicht mehr lange. Ich setze ihn jetzt unter Druck, bis er seinen Fehler macht. Stopp! Ich habe eine viel bessere Strategie. Wir warten. Wir warten? Worauf denn, bitte schön? Bis er uns alle hier rauskickt? Er hat uns alle betrogen. Es geht ja auch um dein Geld. Das Geld ist ja nicht weg, es ist gerade nur woanders. Und wenn er es über LCL wieder zurück in die Firma holt, was spricht dagegen? Solange er der Firmenchef ist, werde ich ihm sehr viel Geld aus den Rippen leiern, das verspreche ich dir. Dir macht das Spaß, oder? Geht nichts über einen ebenbürtigen Spielpartner. Und zu eurem Abendessen, da komme ich mit. Aber nur, wenn du entspannt bleibst. Das ist zu früh. Kim? Schlaf weiter, komm. Entspann dich. Okay. Nachdem Sie bewiesen haben, dass Sie es fast vollständig eine halbe Stunde auf der Straße ausgehalten haben, sind Sie nun bereit für den Street Dinner Club von Emilio Sanchez. Müssen wir das Essen im Mülleimer suchen? Nein, die Vorspeise steht schon für Sie im Kühlschrank bereit und sollte eigentlich durch meine bezaubernde Assistentin gereicht werden. Veräppeln kann ich mich allein. Also, Herzlich willkommen. Wie ich sehe, hat mein Mann Sie bereits mit einem Aperitif auf den kommenden Abend eingestimmt. und das gesamte Konzept des Street Dinner Clubs erklärt. Es geht sofort los, eine Sekunde noch, ja? Was ist mit deiner Mutter? Außer Gefecht.
Street Dinner Club? Ja, ich nehme die Gäste mit auf eine Reise in meine Vergangenheit. Ah, sie dürfen deine Erfahrungen teilen und kriegen nichts zu essen? Ja, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe bisher nur an das Wort Street Dinner Club gedacht. Okay, ich übernehme jetzt, ja? Okay. Zum Glück hat meine Mutter die Shrimps nicht entdeckt. Ja, nun, was wem ist das abgegangen? Du musst ihn anfangen. Los. So, als Kleingruß aus der Küche gibt es in Chili gebratene Shrimps. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Was gibt es sonst noch? Genießen Sie den Happen, denn bevor Sie so richtig satt werden, müssen Sie heute Abend selber ran. Ja, denn das Konzept Street Dinner Club beinhaltet nämlich, dass wir heute Abend gemeinsam kreativ werden. Ja? Ja, wird dir irgendwas Besseres ein? Dann halt die Klappe und lächle. Emilio Sanchez und seine Freunde mussten zusammenhalten, um auf der Straße überleben zu können. Sie mussten mit dem leben und improvisieren, was die Straße zu bieten hatte. In unserem Fall ist der Kühlschrank unsere Straße. Wir werden aus den Zutaten etwas zaubern, die wir hier finden. Du bist der Meisterkoch. Ach, Olli, schon wieder die Schlüssel vergessen? Komm schon. Mann, Andi, du bist mein Chef und mein Nachbar und der beste Kumpel meines Halbbruders. Ja, und? Naja, wir laufen uns doch ständig über den Weg. Dann könnten wir diesen Quatsch mit dem aus dem Weg gehen doch eigentlich gleich sein lassen, oder? Mann, du fehlst mir. Mir fehlt's, mit dir wegzugehen, dein Gerede. Selbst ein schlechtes Billardspiel. Ja, das ist dein Problem. Nein, weißt du, ich bleib jetzt hier so lange, bis du mit mir ein Bier trinken gehst. Mann, Andi, du kannst doch nicht einfach so unsere Freundschaft wegwerfen, wenn du's jetzt nicht wenigstens noch einmal mit mir ausprobierst. Nicht noch mal mit dir ausprobiert. Ich habe wochenlang ausprobiert, mir einzureden, dass du gar nicht so toll bist. Und dass es besser ist, wenn wir nur Kumpel sind. Dass ich dich einfach nur mag. Aber du bist nun mal toll. Und wenn ich jetzt mit dir ein Bier trinken gehe, dann denke ich jedes Mal, wenn du mich anlächelst, dass vielleicht noch was mit uns beiden wird. Und darauf habe ich keinen Bock. Mann, wann kapierst du endlich, dass wir keine Kumpel sein können? Also, lass mich in Ruhe. Tut mir leid. Schwachmat. Bella, Andi ist in dich verliebt. Das wird nicht besser, nur weil du sein Auto zurückgewinnst. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Mann, Andi ist ein Macho, wie er im Buche steht. Der hat sein Auto gesetzt, um dir zu imponieren. Wenn du das jetzt zurückgewinnst, da kannst du ihm genauso gut die Eier abschneiden. Was mache ich denn jetzt? Lass ihm einfach mal ein bisschen Zeit. Aber Olli, er fehlt mir halt. Du bist wie Charlie, weißt du das? Bitte? Falls du dich erinnern kannst, du wolltest eine Zeit lang nichts mit ihr zu tun haben, aber sie... Du meinst, ich nerv Andi, ja? Nerven ist das falsche Wort. Das hier ist viel schlimmer, weil es richtig wehtut. Also hör auf deinen großen Bruder und lass ihn einfach in Ruhe. Hm? Kein... Getting higher, you can feel it in
Fernseher. Weißt du, wieder hin. Ich geh besser doch in mein Bett. Nein! Das geht nicht. Kim, Das geht nicht, weil ich... wieso denn nicht? Emilio ist nackt. Aha. Ja. Wir waren gerade... Okay. Verschon mich mit Details, ja? Okay. Aber nicht so laut, bitte. Ja. So, der Hauptgang, ich nenne es eine Komposition von dem, was halt gerade da war. Guten Appetit. Der Wein. Der Wein. Der Wein? Ach, der Wein. Hola, buenos dias und guten Tag. Das ist die Mailbox von Emilio. Gute Nachrichten nach dem Piep. Emilio, du hast nicht wirklich den Lorraine geklaut. Morgen findet das Frau Schneider raus und dann bekommst du richtig Ärger. Klar? Luca, bringen Sie uns doch bitte noch eine Flasche Chateau Lorraine, ja? Bedauere, das war die letzte Flasche. Tja, dann bringen Sie was Gleichwertiges und zwar zackig, ja? Sehr wohl. Es geht doch nichts darüber, den Chef raushängen zu lassen. Also ich sag nur 3 Worte. Haute Couture Paris. Haute Couture. Das ist dieses Zeug, was kein normaler Mensch freiwillig tragen will. Ja, kein normaler Mensch, aber Leute, die jede Menge Geld dafür ausgeben. Ich weiß nicht so richtig. Würden wir damit nicht unsere Stammklientel verprellen? Die normalen Prêt-à-porter-Kollektionen laufen natürlich weiter, deswegen brauche ich ja das erhöhte Budget. Ja, trotzdem. Irgendwie hat das Ganze für mich so ein bisschen den Anschein wie, wir verlassen die so erfolgreiche bisherige Linie. Das ist ein Risiko. Was meinst du? Wollen wir dieses Risiko eingehen? Du fragst mich nach meiner Meinung? Selbstverständlich. Du bist doch mein Vize. Tja, mal ganz abgesehen davon, ob es ein Risiko darstellt oder nicht. Mich würde interessieren, woher du angesichts der Krise das benötigte Kapital nehmen willst. Inhaltlich bin ich natürlich ganz Tanjas Meinung. Natürlich. Warum überrascht mich das nicht? Entschuldigt mich einen Moment. Reiß dich zusammen. Wenn du so weitermachst, weiß Ansgar spätestens beim Dessert, dass du ihm auf der Spur bist. Sie checkt es einfach nicht. Sorry, Schlüssel vergessen. Hallo Olli, na, wie war dein Tag? Ach, danke Andi, bei mir war alles super. Und wie geht's? Das Teil sieht total verbrannt aus. Daran ist nur deine reizende Schwester schuld. Klar, gib mir doch am besten an allem die Schuld. Auf welchen Seite stehst du eigentlich? Ich habe ihr gerade gesagt, dass sie dich in Ruhe lassen soll. Schade nur, dass sie nicht auf ihren großen Bruder hört. Andi, sie vermisst dich. Weißt du nicht, dass ihr vielleicht doch Freunde werden könnt? Ach, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Beim letzten Versuch, mich auf eine Freundschaft mit dir einzulassen, hatte ich danach kein Auto mehr. Ja, das ist doch wirklich nicht Bellas Schuld. Nein, ist es nicht. Es ist meine. Weil ich jedes Mal aufhört zu denken, wenn sie in meiner Nähe ist. Oh, ach, jetzt hör. Wenn du jetzt sagst, dass du das süß findest, hau ich dir eine rein. Das mit Bella und mir ist jedenfalls Geschichte. Hier, das wollte ich dir nur vorbeibringen. Dein Autoschlüssel. Andi, es ist dein Wagen. Ich will ihn nicht. Fahr du ihn. Es ist besser, wenn er bewegt wird. Komm schon.
Du glaubst also tatsächlich, dein Team ist bereit für Haute Couture? Ja, wir haben mit Rebecca eine Top-Designerin und wenn das Team groß genug ist, dann kann sie sich voll und ganz auf die Entwürfe konzentrieren. Hm. Na schön. Was hieße das denn fürs nächste Quartal? Wir hätten natürlich erstmal erhebliche Kosten, aber ich verspreche dir, die Investition wird sich lohnen. Hm. Seltsam. Du kannst so freundlich sein, Tanja, wenn du was willst. Ich bin wirklich überzeugt von der Sache. Und ich bin interessiert an einer langfristigen Investitionsstrategie, um die Zukunft von Lahnstein Enterprises zu gestalten. Die nähere Zukunft. Willst du mir mit diesem Kommentar irgendwas sagen? Mein Vater wünscht sich einen Nachfolger, der vertrauenswürdig und integer ist. Ja, deswegen hat er mich ausgewählt. Komisch, warum hast du dann eine Probezeit bekommen? Bist du eigentlich immer noch auf der Suche nach meinen geheimen Konten auf den Caymans? Sebastian, möchtest du noch einen Espresso? Nein, danke. Hast du inzwischen irgendwelche Beweise für deine Anschuldigungen? Denn wenn nicht, verstehe ich dein Problem nicht, Sebastian. Wer sagt denn, dass ich ein Problem habe? Hör zu, ganz offensichtlich hast du auf die Nachfolge verzichtet. Ich versuche hier lediglich, das Familienerbe zu retten und die Firma zurück auf den Weg von Gewinn und Tugend zu führen. Hast du gerade Tugend gesagt? Irgendjemand muss Verantwortung übernehmen. Und da du dich dem offensichtlich nicht gewachsen fühlst, darf ich doch wohl wenigstens auf deine Unterstützung hoffen, oder? Natürlich. 100%ig. Also, darf ich euch erinnern, warum wir hier sind? Oh, toll. Kann ich dann jetzt endlich einen Blick auf die sagenumwobenen Moodboards werfen? Ja, das kannst du mal. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und mitgeholfen habt. Also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Dinner Club. Tschüss. 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 Kim, ich lege mich, glaube ich, jetzt doch besser in mein eigenes Bett. Nee, du, alles gut. Wir schlafen auf dem Sofa, ja? Wie, soll ich nicht doch? Nein, nein, nein. Gute Nacht. Tschüss. Wein? 650 €. Haushaltskasse, die Weine und das war direkt auf unser Konto! Oh, vielen Dank. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Ohne mich hätten wir keine Schulden. Und das vergisst du mal ganz schnell wieder, weil wenn sich mein Name rumspricht, dann muss ich demnächst gar nicht mehr bei LCL arbeiten, sondern darf nur noch das da machen. Und ich besuche dich im Knast. Hey, das Risiko ist es wert. Guck mal, wie viel wir mit so wenig Aufwand verdient haben. Wenn ich so weitermache, kann ich in ein paar Monaten mein eigenes Restaurant eröffnen. Okay. Aber bevor du als Meisterkoch in die Geschichte eingehst, Abwasch. Keine Ahnung, ob das was taugt. Dann verlass dich einfach auf meinen Spürsinn. Ja, auf den war ja schon immer Verlass. Eben. Wie jetzt? Das war alles? Keine Kritik, keine Zweifel? Ja, deine Frau hat mich eben überzeugt. Also ich mag unsere neue Haute Couture. Du nicht? Doch, doch. Ich frage mich nur gerade, ob man allerdings sich immer bei dir einschleimen muss, wenn man ein Geschäft durchdrücken will. Willst du nicht schon mal nach Hause gehen, Sebastian? Ich würde gleich nachkommen. Ich wollte ja ohnehin gerade gehen. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, behalt die Nanny über Nacht und mach deinen Angetrauten glücklich. Er wirkt ein wenig angespannt. Lass das, Ansgar. Was denn? Er kläfft mich hier an wie ein Terrier, weil ich den Job mache, den er nicht machen wollte. Er hat sich eben für mich entschieden. Ach, bitte. Sparen wir uns das. Wir wissen doch beide, was los ist. Sebastian hat Angst vor der Macht. Vielleicht ein ganz passabler Vize, aber der Jackpot, das bin ich. Merkwürdig. Obwohl ich so lange mit dir verheiratet war, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich hätte gerne noch einen Kaffee. Sie kümmern sich drum, Frau Schneider? Machen Sie sich keine Sorgen, Luca. Ich kümmere mich drum. Ja, gute Nacht. Im Schneiders treibt ein Weindieb sein Unwesen. Echt? Naja, ich weiß ja, wohin ich mich wenden muss. Sag mal, hat Tristan das Rohr repariert? Ja.
Naja, also, ich glaube, du hattest recht. Er weiß schon eher, wie man die Klinge nach dem Butler betätigt. Aber er hat es immerhin mit meiner Hilfe repariert. Oh, dann geht dein Plan also auf. Du und Tristan als gute Freunde, ja? Ja, klar. Nur mit Andi klappt das nicht so richtig. Ja, ich kann dir auch sagen, weshalb. Tristan und du, ihr habt eine Chance. Ihr wollt das Gleiche. Keine Beziehung. Aber Andi? Ja, er will was anderes. Ja. Sag mal, bin ich wirklich ein besserer Freund, wenn ich ihn jetzt einfach in Ruhe lasse? Ja. Gute Nacht. Und räum das später noch auf, ja? I'll stay right here on a silent sea. On a silent sea. I was happy in my harbor when you cut me loose, floating on an ocean and confused. Gut, dann melde ich mich einfach morgen noch mal. Auf Wiederhören. Verdammt! Und was treibst du da so? Ich versuche herauszufinden, was wirklich passiert ist und eine Verbindung zu Ansgar herzustellen. Und? So wie es aussieht, verlaufen alle Spuren im Sand. Er hat diese Transaktion zigfach verschlüsselt. Wie hast du dir das denn vorgestellt, Sebastian? Dass du ihm beim Abendessen ans Bein pinkelst und er dir daraufhin Geständnis ablegt? So wie du dich heute Abend aufgeführt hast, das war peinlich. Und nebenbei dermaßen ungeschickt. Wieso? Weil ich es nicht ertragen konnte, wie er sich in seinem Erfolg sonnt? Oder mit den Millionen wedelt, hinter denen du übrigens herhechelst, wie ein Kanickel hinter dem Ohrrübe? Du lässt dich von ihm kaufen. Ich mache Geschäfte, Sebastian, und die mache ich gut. Ich leite ein international operierendes Modehaus. Ich brauche Investitionen. Es ist dir aber völlig egal, wo die herkommen. Oder ob du ihm dabei hilfst, veruntreutes Kapital Ich zu... sag dir jetzt mal was. Entweder du stürzt Ansgar vom Thron und spuckst ihm ins Gesicht, oder du spielst mit, weil die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Warum soll ich denn die Zeit zurückdrehen wollen? Auf wann denn bitte? Vielleicht auf den Zeitpunkt, als du zu dumm warst, auf die Macht zu verzichten. Ach ja, alles klar. Natürlich. Ich habe also verzichtet. Ich habe mich damals für dich entschieden und ich habe mich geweigert, meinem Vater eine Scheinscheidung vorzuspielen. Ansgar hat sowas von recht. Du hast versagt. Du stehst mir im Weg. Oder du mir. Hör zu. Im Schneiders gestern... Du hattest recht. Ich habe mich kindisch benommen. Ja, das hast du. Du bist noch wütend auf mich. Ehrlich gesagt, ja. Kann ich verstehen. Aber Hör zu, Sebastian. Ich will einfach weiterlaufen, ja? dann lass uns doch zusammen joggen. Nein. Ich möchte gerne ein bisschen nachdenken. Worüber? Ich weiß nicht, vielleicht über uns. Ich finde es gerade alles ein bisschen kompliziert. Oh, oh. Guten Morgen. Im Schneiders ist uns der Wein ausgegangen. Frau Schneider, ich habe dafür eine Erklärung. Ja, das will ich schwer hoffen. Bestiehlt mich und will mich noch belügen. Frau Schneider, wir können alles bezahlen. Betrachte es als
Investitionen in deine Zukunft als Koch. Es haben schon 3 Leute angerufen. Die sind alle total begeistert. Mussten die wirklich selbst kochen? Naja, wir mussten ein bisschen improvisieren und dann wurde es sehr chaotisch, ja. Manchmal ist die beste Taktik eine chaotische Planung. Weiter so. Das wollte ich schon immer machen. Andi, sie vermisst dich. Du musst ihn langsam kommen lassen. Was? Du musst den Wagen langsam... Komm, rutsch rüber. Hier, für dich. Danke. Siehst du aus, als hättest du schlecht geschlafen. Du sahst auch schon mal frischer aus, Chef. So muss das klingen. Absolut. Hör zu, lass uns später sprechen, ja? Ich will, dass du verstehst, warum ich das mache. Ansgar will sein Schwarzgeld waschen in deiner Firma. Das Geld ist bereits Firmeneigentum, das heißt, es gehört mir bereits. Kapierst du das nicht? Und kapierst du nicht, dass du ihm gerade voll auf den Leim gehst? Wir streiten uns und genau das will er erreichen. Du machst es schon wieder. Was? Es geht hier nicht nur um Ansgar und dich, verdammt nochmal. Es geht hier um eine Investition in die Zukunft von LCL. Ach, so einfach ist das. Du hättest gestern bei einer verdammt wichtigen Deal versaut. Das steht dir nicht zu. Dir ist wohl jedes Mittel recht, oder? Man gibt dir ein paar Scheine in die Hand und schon wechselst du die Seiten. Ansgar hat so recht. Du hast nicht nur Angst vor der Macht, du weißt doch nicht mal, wie sie funktioniert. Großartig. Jetzt übernimmst du nicht nur sein Geld, sondern auch noch seine Ansichten. Weißt du was, Sebastian? Du langweilst mich. Ach, wenn das so ist, dann sollten wir uns vielleicht trennen. Ja, genau. Vielleicht sollten wir das tun.